was geht ab? Ganz schön willkommen zurück zur Folge hier auf Beats mit TV, eurem geilsten React-Kanal der Erde. Und heute gucken wir von Half as Interesting, how a Manhole cover became the fastest man-made object ever. Was ist ein Manhole? Ein Gullideckel. Ah, ein Gullideckel. Ja. Olle. Ja, okay. Also rein. Hitman. Was made possible by Skillshare. Get unlimited access to over 25,000 classes for free for 2 months by signing up at skl.sh/HAI23. Hello and welcome back to Highly Ambiguous Inquiries. So what's the fastest man-made object ever? I'll give you a hint. It's not the US military when a developing country finds oil, it's not James Charles's plummeting subscriber count, and it's not Sonic, the terrifying human-toothed shrew golem that haunts my nightmares. What is the answer? Well, if you've watched this channel before, you probably know what I'm about to say. It's complicated, and good for watch time. If we're talking about moving on land, then it's the Thrust SSC, a British rocket car that looks like it should be piloted by either James Bond or Anakin Skywalker. Its actual driver, British fighter pilot Andy Green, for apparently no reason other than, hey, why not, drove it to top speed in the middle of the Black Rock Desert, reaching the record speed of 763 miles or 1,228 kilometers per hour on October 15th, 1997. But we're really not talking about the fast. Das muss man sich mal geben, Alter, wie es da Aber auf drin Land ist. finde ich das aber krass. Ich kenne also 1200 ist schon das, was ich jetzt aus Flugzeugen kenne, aber auf Land ist das sick. Weil es steht ja gar nicht, dass es auf dem Land ist, oder? Doch, hat er doch gerade gesagt. Hat er am Anfang gesagt. Ach so, ja. Also Aber, Deshalb haben die das ja auch in der Wüste da gemacht. aber weil das hätte Video so dreht sich nicht darum, weil wird ja schneller als ein Flugzeug sein. Ja, genau, ja. Fastest man-made object on land, because this video is not long enough yet. If we're talking about travel through air, though, then that's another story. A much longer and much stranger story. Starting in 1945, the United States began conducting tests of nuclear bombs. At first, most of them were above ground, but in the late 50s, people started to think blowing up air isn't satisfying enough, and maybe this radiation thing isn't too good for us, and so they moved the big boom tests underground. The thing is, though, they didn't really know what would happen. The first test was conducted on August 27, 1957. They dug a long cylindrical hole into the ground, put a bomb in it, put a 2-ton concrete plug on top of it, which was covered by a 4-inch thick steel manhole cover. Then, as one does, they went ahead and set off the bomb. To their surprise, the concrete plug was vaporized instantly, turning it into a mass of superheated gas that expanded and essentially made the entire hole into a gigantic gun barrel. When the gas hit the manhole cover, bam! It was blown off the ground instantly, shot into the sky, and disappeared out of sight. Haben die da mit dem Mond abgeknallt? Das wäre insane. Das ist einfach der Sternzerstörer. Stell dir auch mal vor, irgendwann, weißt du, keine Ahnung, ich weiß nicht, also es ist wahrscheinlich einfach vaporisiert, auch wieder einfach verglüht oder so, wa? Ja, wahrscheinlich verglüht in der Atmosphäre halt. Ja. Wie misst man das? Ja, gute Das werden Frage. wir jetzt wahrscheinlich rausfinden. Das haben die wahrscheinlich errechnet und nicht gemessen. Normally, we just shrug our shoulders, satisfied with the continued mystery of how fast the manhole cover went, and get back to the inconsequential nuking of the ground. But luckily, this time there was a high-speed camera on site that caught a glimpse of the manhole cover. Krass. The camera shot at 1 frame per millisecond, or 1,000 frames per second, and it only caught the manhole cover in a single frame, which allowed them to calculate, using math stuff, a lower bound for the manhole cover's speed. By looking at where the manhole cover was in the frame and then calculating the distance between there and the bottom of the frame, we find the shortest possible distance it could have traveled between when the last frame was taken and when this frame was taken. In other words, we're assuming that when the frame was taken, the manhole cover was here, just below the frame. Then we take that distance and divide it by 1 millisecond, the time between the frames, to get distance per second. Oh nein, du hast den Ball rübergeschossen. Oh nein, wie den Gullideckel. Schneller aber als ein Gullideckel. Oh nein, dann musst du vielleicht klingeln gehen. Gehst du bei den Nachbarn mal klingeln? Ach so, du hast richtig fest drüber geschossen. Oh je, Mini. Dann frag mal die Oma, ob die den wiederholt. Ja? Bis gleich. Ja, Julius hat auch den Ball insane weggeballert. Atombombenfüße nennt man das. Ja, wirklich. Das musste auch mit einer 1000 FPS-Kamera aufgenommen werden. So we're basically saying, if the manhole cover was here, and then 1 millisecond later it was here,
Stell mal vor, das ist ja nur die kürzeste. Stell mal vor, das war noch ein Ticken weiter unten. Ja, also ich weiß nicht, wenn sie nur einen Frame hatten, wie wissen sie, ob genau der Frame davor die Explosion stattgefunden hat? Das kann ja auch nur ein halber. Genau, aber deswegen, gewesen sein. Genau, aber sie haben ja, deswegen habt ihr auch gesagt, die haben ja zumindest, die berechnen halt die Mindestgeschwindigkeit. Ja, genau. So mindestens so schnell muss das gewesen sein, weil es kann ja sein, dass das länger gedauert hat noch oder das noch schneller war, aber langsamer kann es nicht gewesen sein. Das meine ich ja, das ist ja insane. How fast? Now, we can't do the actual calculation ourselves because the government has never released the video and for some reason refuses to declassify it for what is one of the internet's most regarded YouTube channels, but we do know that the scientist conducting the experiment, Dr. Brownlee, took that information from the high-speed camera, combined it with calculations of the blast force from the bomb, did math things, and reported that the manhole cover had been moving at 6 times the Earth's escape velocity, which would put it at about 125,000 miles or 200,000 kilometers. Ich vergesse, den Shot hätte ich unfassbar gerne gesehen, wenn einfach so ein Objekt. Also das kannst du doch, also das kann die doch nicht gefilmt haben, weil der muss auch genauso quasi geschmolzen sein. Einfach durch die Geschwindigkeit müsste so viel Temperatur auf diesem Stahlding sein, dass es einfach schmilzt. Ja, das ist aus Diamanten gemacht. Ja, oder vielleicht, ich weiß ja nicht, wie das funktioniert, aus welchem Material das war, aber vielleicht ist das ja nicht direkt vaporisiert, aber ja, so ein Lava-Block ist einfach nur so weggeflogen. Alter, ist das dumm. per hour, or 34 miles, or 54 kilometers per second. So, like, fast. There is disagreement as to whether or not the manhole cover made it into space. Some say that it would have burned up on its way out of the atmosphere, while others say that it may have been moving so fast that it wouldn't have had time to burn up. Okay, krass. Wäre auch witzig, weil es so schnell in der Atmosphäre ist, dass es wieder abgekühlt ist quasi. Und dann stell dir mal vor, das Ding fliegt jetzt durch den Weltraum und irgendwann, wann auch immer, in ganz vielen, vielen Milliarden Jahren trifft dann irgend so ein Alien-Planeten und die fragt sich, was zum Fick hat uns getroffen? Captain Picard fliegt dann so durch die Gegend und bam, sein ganzes Schiff ist einfach insane weggehört. Behält das Ding eigentlich die Geschwindigkeit im All? Ja, eigentlich schon. Ich glaube, wenn das nicht jetzt irgendwo gegenknallt. Ja. Also, ich bin kein Physiker, aber ist ja, also gegen irgendwas. Aber das wäre doch eine gute Abwehrmechanismus gegen Aliens. Anstatt da Atomraketen drauf zu ballern, schießt man da mit Gullideckeln drauf. Das Doofe ist, du kannst die Ausrichtung von der Erde nicht so gut beeinflussen. Das heißt, du brauchst überall auf der Erde so ein paar. Du brauchst halt so ein paar verteilen. Und wie du sagtest, keine Atomraketen draufschießen. Ja, okay, aber du brauchtest ja eine Atomrakete, um den Druck zu erzeugen damit. Ja, das ist ja okay, weißt du, erstmal, ne? Aber die Atomraketen sind bestimmt schlechter im Explosionen oder im Schaden machen als der Gullideckel. Ich frage mich, ob sich da jemand nochmal Gedanken drüber gemacht hat, ob man das nicht als konventionelle Waffe nutzen könnte. Sowas. Ja, einfach so eine Mini-Nuke. Druck. Either way, just like my ability to write decent jokes, the manhole cover has never been found. If it did really make it into space, it would have been the first object ever launched into space. The experiment happened on August 27th, 1957, just over a month before Sputnik's launch on October 4th, 1957. Take that, commies. As of today, it seems that no other object has managed to come even close to the manhole cover speed while still in the Earth's atmosphere. If we count space travel, though, ich glaube, die haben nur einmal so einen Gullideckel drauf gemacht, dann ist ihnen aufgefallen, der bringt das nicht. Danach haben die sich gedacht, oh shit. Der hat es nicht gebracht. Finde ich aber auch geil. Ey, wie können wir das so zu machen, dass das nicht nach oben rauskommt? Ja, okay, wir machen einen riesengroßen Gullideckel. Schade. Then the manhole cover has met its match. Although the manhole cover would have been moving over 4 times faster than the fastest manned space vehicle, its record for fastest man-made object was surpassed in the 1970s by NASA's Helios probe, and then again in 2016 by the Juno probe. The Helios 2 probe became the fastest ever man-made object in space in 1976. The probe, designed to study the sun, was in an elliptical orbit around the sun. Because it followed the conservation of angular momentum, its speed increased as it got closer to the sun, and it eventually topped out at 157,000 miles per hour. Okay. Then, just recently, in 2016, the Juno space probe broke that record when it was sucked in by Jupiter's gravitational pull, reaching 165,000 miles per hour. It was actually moving so fast that it had to hit the brakes so that it could enter Jupiter's orbit instead of flying right past it, but it's also important to note that both of those probes only reach those speeds by using the gravity of the sun or another planet, which kind of feels like cheating.
I mean, if I was allowed to use the sun's gravity to pull me, I maybe wouldn't have come in last place at my 7th grade track meet. So, if we only count self-propelled objects, then, unbelievably, the manhole cover still reigns supreme. What Nice. should really be the fastest object in human history, though, is your mouse when you hear that you can learn for free for 2 months Ja. by Gönnt euch Skillshare auf jeden Fall von HAI. Ist Ja, das cool. Also das will ich ja. Das ist schon mal, das ist wirklich, dieser Kanal ist, glaube ich, wirklich Training für Andys Spielshows. Ja, ist doch so. Oder so, Deswegen, was ist das Bram schnellste spielt damit, der Ding trainiert sich damit. auf der Erde? Jeder kann den sehen. Ja, ist ja Gullideckel. Ja. Guck mir die Videos so halt gerne an. das ist so unnützes Wissen. Das ist es auf jeden Fall, Ja, aber ja. das ist immer so ein Brainfuck-Ding, was man echt sehr gut als Frage Ja, benutzen kann. das ist schon Das ist lustig. cool. Mega nice. Das war gut, ja. Ja, wie gesagt, wenn ihr auch Bock habt, guckt euch gerne den Kanal an, der ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder zum nächsten React. Haut rein. Tschüss. Tschö.